Stopp, 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 stopp. Warum kommt ihr immer zu so unpassenden Zeiten und wollt mir beim Siege zuschauen? Also, ich meine, ist okay, ich mache mich jetzt erst mal fertig und dann zeige ich euch, wie Siege funktioniert und beim nächsten Mal meldet ihr euch dann einfach an. Dann passt das. Unsere Gegner seht ihr ja, ich habe es ja schon predicted, wir kriegen irgendwie jede Woche Origin, Aftermath oder beide gleichzeitig. Was sollen wir machen? Kann man nun mal nicht ändern, man muss es nehmen, wie es ist. An den Devs hat sich nicht sehr viel geändert. Wie ihr gesehen habt, ist es irgendwie immer noch Schumahr dabei. Hier waren jetzt andere Four-Stars, aber auch jetzt nicht gerade irgendwas Neues, genauso wie die 5-Sterne-Devs, die von Aftermath, die habe ich euch ja jetzt zu Genüge gezeigt. Da ändert sich ja irgendwie nicht sehr viel. Wir wollen coole andere Sachen sehen und ich zeige euch die coolen anderen Sachen. Ähm ja, einige kennen's schon, die die's nicht kennen. Es ist so gedacht, dass der, Feuermonker dafür da ist, um den Wassermonker zu tanken. Gut, ich habe jetzt outspeedet. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Wassermonker mich outspeedet und S3 auf, meinen Feuermonker macht und die Layla dann nicht dran ist. Aber gut, jetzt habe ich outspeedet und konnte die Layla also ganz gechillt direkt rausnehmen. Ihr seht, da ist jetzt nicht viel Hokuspokus bei. Gut, also der Affe hat Bock, also Proc, Proc, Proc. Aber ansonsten, das ist jetzt nicht so wild, finde ich, und es ist auch gar nicht mal so schlimm, wenn er prockt. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es erklärt sich von selber, man spielt es dann einfach runter, bis er nicht mehr seinen, Unverwundbarkeitsbuff hat. Deswegen dadurch, dass also, wir wissen ja jetzt, dass er Vio ist, hoffe ich, dass er jetzt vielleicht, prockt oder so und dann fertig. Ansonsten spielen wir das halt einfach eine Runde länger aus. Die Runen habe ich euch am Anfang gezeigt. Solltet ihr irgendwann Fragen natürlich über irgendwelche Runen haben, schreibt mir das. Ist gar kein Problem. Und das ist mein erster Fight gewonnen. Kann es nicht endlich verschwinden? Also, ich habe schon überlegt, euch jegliche Counter, die wir dagegen haben, zu zeigen, damit endlich alles auf dem Markt ist und diese Dev endlich gar keine also, keine Wins mehr holt und die Leute sich endlich dazu entscheiden, die nicht mehr zu stellen. Es ist einfach langweilig. Ich weiß, die meisten Neuen werden wahrscheinlich erst zum Tourney hinkommen, also die neuen Devs, aber es ist trotzdem langweilig. Ich kann das nicht mehr sehen. Ähm, deswegen, ich habe es halt angegriffen direkt im zweiten Fight. Natürlich kann da noch einiges schieflaufen, aber ich sage ganz ehrlich, nach dem Nerf jetzt, finde ich, passiert da weniger. Obwohl, ein Morris kann immer noch ausrasten und ich weiß auch nicht, was sich Comtois dabei gedacht hat, den Schumahr zu nerven, bis dass man ihn fast gar nicht mehr nutzen kann. Aber den Morris einfach stehen zu lassen, das finde ich nicht in Ordnung. Also, da hätte man wenigstens eine kleine Begrenzung reinbringen können. Wir hatten zum Beispiel in der Gilde eben jemanden gehabt, da hat der Morris 8 Turns oder sowas gehabt und das ist uncool. Also, ich weiß nicht, gut, da konnten wir jetzt sehen, jetzt schaut mal, das ist der neue S3 von der Shiva gewesen und der Schumacher kann nicht wiederkommen. Also, von daher passt das ganz gut. Ich habe mich dazu entschieden, den Morris unter Kontrolle zu halten irgendwie, ähm, aber das, ja, hat dann am Anfang funktioniert und dann dachte ich mir: „Gut, dann raus mit dem jetzt, damit er nicht mehr weiter nervt und nicht noch tausende Turns hat." Obwohl, wäre ja auch egal. Er kann den Schumacher ja eh nicht mehr wiederholen, also können wir uns jetzt entspannen und, wir lassen's einfach ausspielen. Das war vollkommen in Ordnung und, ja. Ich würde es jedem empfehlen. Also, ich habe damit bis jetzt, bin ich ehrlich, einmal gelost. Das habt ihr ja auch gesehen im Video. Aber es war auch unglaublich unlucky und meine Shiva war da auch noch nicht so tanky wie jetzt mit, ähm ich glaube, die hat -24 Dark oder so was. Also, das ist schon, ich habe die umgerundet und die hatte dann auch noch mal 4.000 oder 5.000 HP mehr und von daher,
kann man das eigentlich ganz gut spielen. Das zieht sich jetzt einfach nur in die Länge, traurigerweise mit dem Gerätz hier und Gerätze da. Da muss man dann schon den S3 von der Shiva irgendwie 'n bisschen abpassen. Hm, und dann geht das eigentlich. Also, ne, man kann es ja ganz easy, zack und gut, da hat die leider noch nicht gekillt, aber ja, weiß nicht. Was soll ich euch dazu noch sagen? Ich kann euch heute erzählen, heute habe ich einen Bad Hair Day und das stört mich irgendwie mehr wie die Dev, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach nicht zufrieden bin. Keine Ahnung. Man muss ja auch manchmal Real Talk machen, ne? Also, es geht ja nicht nur immer, um die blöden Devs hier und ja, das war's. Nein, stimmt, er kommt noch mal wieder. Oh, es tut mir leid, ich hätte euch gerne erlöst, aber Pustekuchen. So, der kann jetzt auch schon mal nicht mehr wiederkommen. Das heißt, ein Ende naht. Der, kann ja jetzt nicht beide zurückholen. Also, von daher passt das so, wie es ist und Ende. So. Geschafft. Wir machen dann noch mal ganz schnell kurz 'n Prozess. Ja, da geht's natürlich da ist es immer wieder Gamble, ob man outspeedet oder nicht. Ich habe euch ja schon mal gesagt, seit meinem Speed-Upgrade traue ich mich 'n bisschen mehr. Ja, der hat, ich habe ganz knapp outspeedet, aber da hatte ich dann wahrscheinlich auch einfach Glück, dass mein Speedlead höher ist. Ähm, aber sein Base Speed ist halt auch noch mal um 2 höher, ne? Also, da sage ich euch ganz ehrlich, die Off ist wirklich gut, aber ihr müsst outspeeden. Ihr müsst outspeeden, sonst wird es gar nix. Sonst habt ihr verloren, dann ist vorbei. Definitiv. Also, da kann ich euch sagen, wenn ihr outspeedet, habt ihr gewonnen. Wenn ihr nicht outspeedet, seid ihr ohne Glück doomed. Schande über mich. Ich wollte eigentlich, Nickel anstelle von Camilla benutzen. Ich werde es beim nächsten Mal machen, weil diese Off, die kann man immer und immer und immer wieder spielen. Irgendwo rein gibt es immer was. Ich habe mich dazu entschieden, den, Shahd definitiv rauszunehmen, weil ich einfach am meisten, ja, Potenzial in ihm gesehen habe. Ich weiß, es ist nicht optimal, wirklich nicht optimal, das zu spielen Into Oblivion von der Tanisha. Aber ich habe einfach believed, dass ich das schaffe, dass ich sie controlled bekomme. Ich meine, gut, Lamiela Proc muss man immer wieder einkalkulieren, die prockt ja sowieso immer wieder. Und wie ihr gesehen habt, wir haben uns aber jetzt auch ein bisschen wieder erholt. Ich habe, ganz kurz überlegt, ob ich jetzt S1 oder S2 mache. Der S2 hätte wahrscheinlich, die Tanisha auch gekillt. So. Es kann natürlich auch anders laufen. Ich gehe noch mal ganz kurz durch, ob ich das mache oder nicht. Ähm, habe mich verschaut. Ich hätte eigentlich den S2 mit dem Robo machen können. Ich hatte gesehen, dass der Konrad S2 halt auf Cooldown war und habe mich einfach verschaut gehabt. Aber ansonsten ist das ganz gut gelaufen. Weil's halt niemand machen wollte, habe ich's dann halt direkt noch mal gemacht. Dann können wir auch noch 'n bisschen da drüber reden. Also, ihr könnt definitiv Moment, ich muss euch dazu was sagen. Das ist ich wusste jetzt, dass das 'n Schild-Set hat, also aus'm Replay, ne? Aber nichtsdestotrotz, meine Kami ist ja zum Glück auch auf Crit Rate, ne? Also von daher, das kann euch immer wieder passieren, dass die unfassbar tanky sind, dass die auf Schild sind. Ich lasse das mal nebenbei weiterlaufen, damit ihr das seht. Ähm, deswegen gut, mein Robo hat das jetzt kaputt gemacht, das Schild, aber ansonsten ist meine Kami auch auf Crit Rate und ich könnte mit ihr dann den S2 machen und würde dann, ja, das Schild durchbekommen. Mein Robo ist halt auf auch auf Crit Rate. Und da haben wir den Fall, den ich eben erwähnt habe. Die Tanisha hat den Oblivion verteilt. Aber gut, ich denke, das dürfte auch so ganz machbar sein. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Lamiela in dem Fall kontrolliere. Die Tanisha macht keinen Schaden, die Lamiela schon. Und deswegen wollte ich, bis dass ich wieder mich ein bisschen gefangen habe, einfach die Lamiela unter Kontrolle behalten und bis dass die Tanisha fertig mit ihrem Proc-Konzert ist. Und, ich habe ganz kurz überlegt, jetzt könnte ich S2 machen, aber er hat ja Oblivion drauf. Also, das wäre das Dümmste, was wir jetzt hätte machen können, wenn wir jetzt S2 gemacht hätten, weil dann wäre er nicht wiedergekommen.
Deswegen niemals in Eile spielen, immer schön überlegen, auch euch 'n bisschen Zeit lassen. Es ist nicht so schlimm, wenn man, dann 'n bisschen länger braucht, außer der Tower muss natürlich genommen werden. Wenn ihr wisst, dass ihr nicht die schnellsten Spieler seid, dann macht das nicht, dann überlasst das anderen. Ich kann natürlich auch mal 'n bisschen schneller spielen, aber wenn ich euch das aufnehme, dann möchte ich mir natürlich Zeit lassen, um Missplays irgendwie zu verhindern und euch das dann sauber zeigen zu können. Das war doch eigentlich, wie ihr seht, jetzt noch der Last Hit auf sie. Das war, finde ich, ganz gut und das würde ich euch definitiv auch so empfehlen können. Ihr könnt es auch, wie gesagt, noch in anderen Abwandlungen spielen, wenn ihr nicht so viele Camillas habt. Ich habe Nickel jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich beim nächsten Mal machen, aber ihr könnt Gapso nehmen. Ähm, gut, Intuttanischa kann ich jetzt nicht so genau sagen. Müsste man testen, weil die Kami habe ich jetzt halt bevorzugt, weil die halt Wasser ist und eventuell das Oblivion auf sie nicht so leicht drauf geht. Aber ansonsten kann man noch Vosa spielen, auch nice mit dem Schild und dem, Will Buff. Also, da ist freie Wahl für euch. Man kann sehr vieles davon spielen, weil halt auch vieles davon diese Schilde durchhauen könnte. Ja, so ganz ohne Snipe können wir dann alle nicht, ne? Grade wenn's um diese Devs geht, geht man dann halt stark in den Gamble, ob man outspeedet oder nicht. Natürlich könnte da auch 'n, Swift Eche drinne sein. Ich habe noch mal kurz geguckt. Ich habe 'ne, Crit Damage Sonya. Und, ich habe die nämlich geändert von ausschließlich 100 Crit Rate habe ich die geändert zu, Crit Damage. Ich habe es auch getestet. Sie macht mehr Damage wie vorher. Sie hat vorher jetzt nicht so viel gemacht und deswegen es ist ein Unterschied. Man würde jetzt halt sagen, ja, ne, eventuell, weil die dann höheren Damage hatte oder also höhere Attack. Nein, sie macht jetzt mit dem Crit Damage macht sie viel, viel mehr. Und deswegen, das hauen wir jetzt einfach runter. Wir nehmen den, Dark Gojo raus und fertig. So, das ist das ist durch. Da geht es wirklich drum, einfach zu outspeeden. Fertig. Wenn ihr outspeedet habt, habt ihr eigentlich gewonnen. Also, da war jetzt ich mache mal ganz kurz Pause. Das war, natürlich gambelt man da. Ich bin absolut kein Lucian-Freund, gar nicht. In dem Falle ist aber, wenn der Licht-Tessarion zum Beispiel outspeedet, dann geht er auf die Miri und die dürfte normalerweise 'n Hit aushalten. Natürlich kann auch die Sylvia auf Speed sein oder der Windbarbar. Da gambelt man wirklich. Na ja, ich wollte meine Attacks ja irgendwann dann auch loswerden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Attack gemacht habe, hatten wir schon, 10 Uhr, meine ich. Deswegen war mir dann schon wichtig, die Attacks loszuwerden, 9 Uhr, 10 Uhr, irgendwie sowas. Aber jetzt kommt was ganz Kurioses. Guckt mal kurz. Das hatte ich noch nie gehabt, diesen Bug. Ich zeige euch mal eben die, Runen. So, also die Person war auf der Bank, also die kann gar nicht angegriffen haben. Sie war auf der Bank und es war total kurios. Ich habe davor noch 10.000 Mal nachgeguckt. Also, ich bin jetzt nicht einfach reingegangen. Er war auf der Bank und ich habe auch ganz alleine reserviert, also ganz, ganz komisch. Ganz mysteriös. Ja, das war ein schneller Fight. Habt ihr ja gesehen, der war gewonnen. Ja, kann man halt nur outspeedet werden und dann im Worst Case rausgeprockt, werden von irgendeinem der anderen Units, die vielleicht speedtuned sind, aber, ich halte davon nicht sehr viel. Ich würde euch niemals dazu ermutigen, aktiv Lucian zu benutzen. Wirklich nicht. Ja, da haben wir noch mal 'ne ganz schöne Off, die mag ich auch ganz gerne, weil normalerweise habe ich früher, Konrad, Robo und Elisa genommen, aber leider Gottes gab's dann einige Swift Chandras, so wie da in dem Fall, gehe ich von aus, dass das jetzt einer war. Ähm, deswegen habe ich dann aufgehört, das zu spielen und habe mir das angeeignet. Das funktioniert super gut, also wirklich super gut. Ich spiele das ganz gerne. Ihr seht ja, wie es funktioniert. Also die ne, die String, die zieht einfach überall den Damage ab und fertig und was soll man dazu sagen? Man spielt's dann halt einfach aus. Die Buffs sind dann also der, Revive-Buff ist einfach das, Nervige da dran, aber ansonsten auch nichts. Wir geben einfach überall die Oblivions drauf. Der Yara hat irgendwie von Anfang an schon kein Damage großartig gemacht. Ich weiß nicht genau,
für was das also, was das dann trappen sollte. Ähm, ja, also, wie ich denke, dass der, Chandra halt Swift war, weil irgendwie prockt er auch nicht und, gestunt hat er irgendwie auch nicht mit seinen, S3. Von daher gehe ich einfach fest davon aus, dass der auf Swift ist oder irgendein anderes komisches Bild, also, ich weiß es auch nicht. Da sind ja irgendwie die Optionen, weitgreifend und ja. Wenn ihr irgendwie Fragen zu dieser, Off habt oder wie gesagt noch zu irgendwelchen anderen, dann schreibt mir das. Ich zeige euch gerne beziehungsweise ich sage euch gerne, welche Runen ich da drauf habe und. Ich wurde auch letztens gefragt, ob, ich mal ein Deckvideo machen könnte mit meinen Decks. Wenn so ein Interesse besteht, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, damit ich weiß, ob das Interesse wirklich da ist, oder nicht. Schreibt mir einfach rein, ob ihr so ein Video haben wollt, wo ich dann meine Decks zeige, die Runen zeige und auch erkläre, wogegen man das benutzen kann et cetera. Ich, freue mich auf jeden Fall, da dann zu lesen von euch. Das habe ich euch ja jetzt auch ein bisschen häufiger schon gezeigt. Ich war sehr froh, dass es jetzt mein vorletzter Attack war. An den Siege-Tagen ist das nämlich immer ein bisschen schwierig, die ganzen Attacks runterzubekommen und, na ja, je nachdem, wie lange der Siege geht, schaffe ich das dann auch nicht mehr zu streamen. Ich wusste, dass der, Rakuni den Deathbreak bekommt. 100 Resi ist irgendwie nie was wert. Deswegen habe ich ihn auch noch mal minus, Fire gemacht. Gebt da definitiv niemals die Hoffnung auf euer 100 Resi, weil das, enttäuscht irgendwie sowieso immer. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also, das ist ja eigentlich selbsterklärend. Der Talk ist als, Tank für den Chart. Dann für mich ist es immer wichtig, als Erstes den Ren rauszunehmen. Ich weiß, der Engel, der tut am meisten Brocken, aber für mich ist es da irgendwie, viel, viel wichtiger, den Ren rauszunehmen. Gut, also, ja, das mit dem Rakuni jetzt, das, wie gesagt habe, wusste ich ja schon. Er, ist provoked, das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt hoffe ich, dass wir treffen und, haben es wieder nicht getan. Und jetzt, kommt eine Stelle, da frage ich mich einfach Moment, ich zeige euch das jetzt. So, ne, die nicht. Also, ihr seht, es sind alle gestunt. So, und jetzt, dieses random Target switchen auf den Veromos. Das hat mich so abgenervt, dass der Ren diesen random Target Switchen gemacht hat. Der Rakuni hat viel weniger HP. Ich verstehe einfach nicht, warum er, darüber ist. Jetzt hat er den Deathbreak bekommen und, die Procs und es ist over. Wegen einem Scheiß, Entschuldigung, wenn ich das gesagt habe, wegen einmal Target switchen und, Geprocke hat man dann verloren. Das hat mich dann, natürlich extrem abgefressen. Keine Ahnung, wie man so viel schlechtes RNG haben kann. Blöd gelaufen. Und weil wir ja jetzt gerade schon so blödes RNG hatten, habe ich gedacht: „Komm, dann setze ich dem noch mal eine Krone auf und nehme noch mal die wunderschöne Morris Staff, die absolut ohne RNG ist, um alles perfekt zu machen und eventuell noch 'n Lose zu kassieren." Aber ich muss sagen, hat sich relativ, safe jetzt schon am Anfang angefühlt. Wenn nämlich kein Deathbreak irgendwie auf der Shiva ist, obwohl ich muss sagen, sie ist tanky, aber wenn da, kein Deathbreak drauf ist, dann, geht das meistens. Also, das habe ich dann schon ganz gerne. Wir probieren halt einfach den Morris zu controllen. Der nervt halt am meisten mit seinen Geprocke und so weiter. Wir können jetzt den Schumann noch nicht rausnehmen durch den Buff. Meine Shiva hatte auch natürlich ein bisschen Lust gehabt. Das, hat mich dann erfreut nach dem Loose davor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag diese oft ganz gerne und, ich denke, ich werde es dann auch weiterhin spielen. So, wir können jetzt den Schumann rausnehmen mit dem S3, der kann jetzt nicht mehr wiedergeholt werden. Wer es noch nicht wusste, nach dem BP, die Shiva hat jetzt 'n Buff bekommen mit dem S3. Units, die dadurch sterben, können nicht mehr wiederbelebt werden. Finde ich super gut. Finde ich mega, mega gut und, das hat 'n bisschen für mich persönlich, also, weil ich das ja spiele,
hat das 'n bisschen die Stärke rausgenommen, mit dem Nerf auch noch von dem Schumacher. Natürlich werden auch noch ganz viele andere Sachen gespielt, aber ich spiele das halt, weil's für mich gut ist und ich's gerunt habe. Ich habe ja auch noch Traktor, Tetra und, Kinky gerunt oder Traktor, Tetra und den Grogo, aber jetzt nach dem Buff von der Shiva finde ich das persönlich am besten und ja, wir nehmen jetzt einfach noch den Morris raus und fertig und dann, wenn ihr mitgezählt habt, habe ich 9-1 geschafft wegen dem Unlucky Lose davor. Das RNG war leider nicht auf meiner Seite. Ich verstehe immer noch nicht, warum dieser Target Switch war, aber gut, kann man nichts mehr dran ändern. Ergebnis ist trotzdem für mich vollkommen in Ordnung, ganz solide und ich hoffe, ich habe euch auch wieder 'n bisschen was Neues zeigen können, was ihr nachbauen könnt oder wo ihr Fragen habt. Wie ihr seht, wir haben den zweiten erreicht. Ich habe nichts anderes, erwartet. Wenn ihr High G3 Seed spielt, dann wisst ihr, dass es einfach nervenaufreibend ist. Es ist leider nicht so, dass man reingeht, innerhalb von 10 Minuten seine 10 Attacks los hat. Natürlich gibt's jetzt Leute, die werden schreiben oder werden sagen: „Doch, das gibt es, das gibt es, das gibt es.“ Gibt es vielleicht immer wieder, aber bei uns in der Gilde zum Beispiel geht das nicht, weil wir einfach noch, weitere Hyänen nebenbei haben und ich kriege einfach so schnell die Targets nicht rein. Und Ende. So, ich mache mit euch die Kiste auf. Hoffentlich habe ich diesmal wieder eine bessere bekommen, und pausiere das auch eben. Ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wir hatten uns ja schon darüber unterhalten in den Kommentaren. Ich finde, die Kiste sollte angepasst werden an, eure eigenen Leistungen, wie ihr vielleicht abgeschnitten habt. Da und diese Mana-Kisten sind einfach total alt. Also, das müsste auf jeden Fall noch mal überholt werden. Gut, wir sind fertig mit dem Video. Ihr wisst, was jetzt kommt. Lasst ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr auch nicht die wunderschönen Intros, die ich alle noch für euch habe und auch eventuell, baldige Offs, die ich noch zeigen werde, die ich noch kochen werde oder wie auch immer, neue Devs, die wir forcen müssen et cetera, et cetera. Lasst es auf jeden Fall da, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und, schreibt mir auch gerne eure Wünsche. Denkt dran, ich würde gerne von euch wissen, ob ihr, weil ich darauf angesprochen wurde, ob ihr die Decks von mir sehen wollt oder nicht, ob ich da ein extra Video zu machen soll. Wenn ich dazu eure Rückmeldung habe, dann würde ich das auch auf jeden Fall machen, ist gar kein Problem für mich. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.